Ja, hallo zusammen. Ihr habt es euch gewünscht. Wir schauen uns an in einer Einzellegung die aktuellen Energien zum Thema Finanzen, also kollektive Energie. Das wisst ihr bei allem, dass das keine persönlichen Legungen sind, sondern es ist etwas Verfügbares, was im Moment hier im Feld ist. Es gibt auch noch die Legungen für Beruf, Liebe und Leben. Die Zeitstempel habt ihr unten drin. Ja, es geht um finanzielle Veränderungen positiver Art. Und es geht auch darum, wie wir das hinkriegen, dass uns die Finanzen treu bleiben. Also man macht sich so Gedanken, wie man langfristig Gelder in die Veränderung bringen kann. Unter anderem geht es möglicherweise hier auch um Geld der anderen Familienmitglieder, Freunde, die irgendwie finanzielle Themen haben oder auch den Austausch, ne, mit Freunden. Wir haben das Außen natürlich mit dabei. Das ist so, wir können das Außen ja schlecht anhalten. Also das Außen wirkt ja auch darauf ein, wie wir unsere Gelder für die Zukunft so gestalten, dass sie langfristig zur Verfügung stehen. Das Außen heißt aber auch, vielleicht muss ich etwas mehr Ausschau halten, mich zeigen, mich irgendwo verfügbar machen. Für einige habe ich die Ämter und Behörden mit dabei. Möglicherweise auch Dinge aus der Vergangenheit. Das bedeutet, man hatte vielleicht irgendetwas, das man lösen musste und hat es über die Ämter, Behörden gemacht. Oder aber auch die Legung geht an die, die sich selbstständig oder, ich sage mal, unabhängig machen wollen von irgendetwas. Vielleicht vom Job, vielleicht von Ämtern. Also jedenfalls ist das Thema Selbstständigsein sehr wichtig. Was jetzt hier schön ist, wir haben für die nähere Zeit hier die Stabilität liegen. Für einige ist vielleicht auch die Veränderung im häuslichen Bereich ein Punkt, der die Finanzen stabilisiert. Der Ein- oder Auszug von Kindern. Veränderungen in der Häuslichkeit so zu gestalten, dass sie eben auch finanzierbar sind, ist, glaube ich, sowieso ein Thema, das immer wichtiger wird. Denn da sind die Preise ja auch horrend, ne? Das ist ja nicht mehr normal. So viel Geld kannst du gar nicht verdienen, wie du brauchst, um alles zu finanzieren. Dann haben wir uns selber, unsere Mittel, die Gedanken um uns, um unser Umfeld und um das Außen. Ne? Was kann man hier auch hinter sich lassen, was begrenzend ist für finanzielle Fülle? Wo muss man ein bisschen mehr dran oder wo kann man noch irgendetwas tun, das man im Außen dann auch findet? Ja, das ist jetzt spannend. Ich habe hier aus dem Umfeld raus für das Thema Finanzen eigentlich, dass hier so Umstände sind, die einen die eigene Größe aufzeigen. Ne? Das Vertrauen, Möglichkeiten durch andere Menschen, Impulsgeber auch. Das Starksein. Für einige kann es ja auch sein, dass sie irgendwelche Themen familiär mit in die Finanzen bringen. Es können Eltern- oder Kinderthemen sein. Oder das Geld der Eltern oder Kinder betreffen. Man hat hier so ein bisschen, naja, ich sage mal, möglicherweise auch Unruhe oder Stress mit dem Thema Finanzen. Was ja auch auffällig ist für mich, ne? Die Eulen, die bringen auch immer das Thema mit der Flatterhaftigkeit oder diesen Dingen, wo andere meinen, sie dürfen dir sagen, was du machen sollst.
Und da kann man vielleicht ein bisschen ein Auge drauf haben, ne? Dass man einfach nur dem eigenen Vertrauen oder den eigenen Auserwählten im Punkt Geld auch vertraut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen soll. Ich sage es vielleicht am Ende noch, was mir selbst gerade so durch den Kopf geht, meiner persönlichen Situation. Ja, am Ende liegt hier die Klarheit, ne? Man klärt die Situation, man stabilisiert sich da, wo es Unklarheiten gibt. Man hat hier vielleicht auch einen Weg gefunden, eine Lektion gelernt. Gerade auch finanziell liegen hier die Papiere, das Buch. Ich muss da immer an jemanden denken, im Kartenlegenkurs, die hatten mal gesagt, na, das Buch und die Fische, das ist das klassische Sparbuch. Möglicherweise hat man hier auch Geld, das man anlegt irgendwie oder gut investiert in irgendetwas, ja, wo man praktisch sich ein eigenes Sparbuch erschafft. Die Energie hier unten ist sehr gut, ne? Uns geht das Wissen auf, wir wissen, wie es weitergeht, wir haben Möglichkeiten, neue Energien, neue Wege und die Sonne ist dabei, sowieso genial. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter. Kriegen wir ein Krafttier zum Thema Finanzen? Wenn ja, welches und was möchte es uns sagen? Die Ameise. Es sind Themen, die sind hier in der Wandlungsphase. Wir beziehen das ja immer auch aufs Geld, ne? Und hier steht irgendwo eine Neuordnung an, die es auch die Finanzen betrifft und das finanzielle Feld. Diese Feuerkraft der Ameise zeigt natürlich auch auf, wo man etwas auflösen muss. Vielleicht auch ein Glaubenssatz, ne? Kann natürlich mit allem, hier liegt ja die Erfahrung auch, zu tun haben, das so begrenzend ist. Ne? Mir reicht es nicht, ich muss mich in die zweite Reihe stellen oder ich kriege nicht das, was ich brauche. Wo sind da irgendwie von der Vergangenheit noch Prägungen? Wo fühlt man sich vielleicht auch als Opfer der Umstände? Und wo arbeitet man mehr gegen sich? Die Karte sagt, pass auf, das Schicksal meint es gut mit dir. Und du bekommst ja auch die Gelegenheit, Wut und Enttäuschung und sowas alles aufzulösen. Denn so gibt es auch einen Platz für die neuen Dinge, die sich hier in der Wandlung befinden. Und wir dürfen uns ja auf die Gegenwart und auf unser Glück fokussieren und uns nicht klein machen oder hilflos sehen oder uns ausgeliefert fühlen. Hier kommt noch ein kleiner Tipp: Fleiß, Ausdauer und Mut sind erforderlich und auch das Wissen, dass man im Großen und Ganzen einen sicheren Platz hat und eine Aufgabe, die vielleicht hier auf einen wartet, die noch nicht richtig greifbar ist. Schauen wir mal. Welche Pflanze hier noch mitkommt. Der Löwenzahn. Ihr wisst ja, die Pusteblume, die trägt auch neue Samen davon. Wir gucken ja ins Hier und Jetzt rein. Es sind auch trotz allem Ahnenthemen dabei, ne? Mit dem Thema Versorgung und wie versorgt bin ich, wie tief ins Vertrauen kann ich gehen bei dem Thema Finanzen. Und hier ist man gut geerdet, darf sich Kraft aus den Wurzeln holen und darf natürlich hochfliegen, sozusagen. Sich auch nicht kleinstellen ist hier, glaube ich, ganz wichtig.
sich auf den Weg zu machen und zu gucken, wo sind meine Möglichkeiten. Der Engel der Herzensgüte. Es geht um Empfangen und Weitergeben. Ne? Geben und Nehmen. Das in sich selber sowie in die Nächsten investieren, was man hat. Das Gute zu entdecken und es weiterzugeben. Und ja, hier wird so auch dieser Flow angezeigt, ne? Dass das Geld, das wir haben, manchmal sitzt man ja auch drauf aus Angst vor Verlusten oder dass man es nicht stabilisieren könnte, aber hier ist so Geben und Nehmen, im Flow sein, das Thema. Und was sagen die Vögel noch? Hier sind zwei gekommen, die Dole. Ich bin der Überbringer von Nachrichten und Botschaften. Ich bringe Licht ins Dunkel, also hier diese Aufklärung. Ich warne dich auch, das ist das hier, wenn so viele in eine Situation einsprechen oder beratend tätig sind, obwohl man sie nicht gefragt hat. Und hier gibt es wichtige Impulse von der Dole, wie man Lösungen findet. Und der Bienenfresser, der kommt auch oft. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr, sie sind da. Entspanne dich, das Leben trägt dich. Das ist schon mal eine gute Aussage, ne? Ihr Lieben, das war die Legung für die Finanzen. Es geht dann weiter mit der Legung für den Beruf. Ich drücke euch, bis bald. So, ihr Lieben, weiter geht es mit dem Beruf, der Berufung. Welche Energien sind hier verfügbar fürs Kollektiv? Was können wir beachten? Was sind Impulse für uns? Es gibt hier so Karten, mit denen kann man Impulse für dieses Thema rauslegen. Die lasse ich nachher mal dazu springen. Das sind aber wirklich nur Impulse, ne? Wir gucken, was kriegen wir im Hier und Jetzt fürs Kollektiv, für eine Botschaft für das Thema Arbeit, Beruf, Berufung. Ja, es geht um Verbindlichkeit, Verträge, verbindliches Weiterkommen, Kreisläufe vielleicht auch, die im Berufsleben stattfinden können. So dieses Thema, wo man denkt, alles ist jeden Tag gleich, der Alltagstrott, alles dreht sich im Kreis. Ja, die Aussage ist hier eigentlich sehr klar, gleich jetzt schon. Es geht natürlich auch darum zu gucken, ich weiß, das ist sehr schwierig, wir können das nicht alle so machen, wie wir gerne wollen, aber es geht auch um die Herzensprojekte im Beruf, ne? Wo ihr merkt, für was schlägt euer Herz, wo braucht ihr etwas, das herzerfrischend ist, um frei und mit aller Energie ans Tatwerk zu gehen, zur Tat zu schreiten. Und wo mangelt etwas oder wo habt ihr auch das Gefühl, ihr müsst etwas auflösen, weil es nicht mehr zusammenpasst? Was hier speziell ist, aber auch gut sein kann, das kenne ich auch von mir, zum Beispiel, wenn ihr Dinge habt, die ihr euch aus dem Kollegenkreis zum Beispiel an die Substanz gehen, also Verbindungen im beruflichen Bereich, die nicht gut laufen oder wo man eben nicht an dem Platz ist, wo man sein möchte. Das Umfeld nicht resoniert mit einem, aber man ist einfach da. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Hier haben wir das Thema Berufung in der Vergangenheit schon liegen, ne? Was haben wir hier auch übernommen? In welche Sparten sind wir reingerutscht? Ne? Ich zum Beispiel bin nicht ohne Grund in die Pflege. Das ist mir aber im Nachhinein erst bewusst geworden. Man hat hier auch schon viel abgearbeitet und auch sein Kreuz getragen mit dem Thema Arbeit, Beruf und Berufung. Wir haben hier die Wunscherfüllungskarte in der näheren Zeit. Das heißt,
Hier kann etwas auf uns zukommen, das uns mehr unseren Bedürfnissen zuarbeitet. Kann ja auch für die Selbstständigen sein. Viele haben vielleicht auch den Wunsch, beruflich unabhängiger zu sein von irgendetwas. Manche haben vielleicht die Ämter und Behörden auch dabei, aber ich denke, fürs Kollektiv geht es schon auch darum, ja, unabhängig zu sein im Beruflichen, nicht diese eingepferchten Strukturen zu haben. Das finde ich auch ganz schlimm. Überall werden die Leute ausgebeutet, egal wo ich hingehe, sehe ich das. Es geht immer um Zeit und noch mehr und kannst du hier noch, kannst du da noch. Selbst viele müssen ihre gesundheitlichen Belange hinten anstellen, das höre ich auch immer mehr, weil das Personal nicht da ist. Ne? Hier kommt ein neues Kapitel, eine neue Erfahrung, eine Möglichkeit aus dem Umfeld raus. Der ein oder andere mag hier vielleicht auch nochmal das Thema Lernen mit an Bord holen oder seine eigenen Erfahrungen in die Welt hinausgeben. Hier liegt ein Neubeginn, das kann natürlich auch etwas im Kleinen sein. Möglicherweise hat hier jemand auch den Wunsch zu reduzieren und zugleich die Befürchtung davor, dass dann irgendetwas nicht mehr rund läuft. Ja, und hier kommen die Störche. Das ist hier eine sehr schöne Legung. Hier unten haben wir noch den Klee und den Mond, also hier auch Erfolg. Kurze Wege, kurze Zeiten. Ich glaube, für viele gilt auch Erleichterung. Wir haben zweimal das Verkleinern oder möglicherweise auch ein zweites Standbein aufbauen im kleineren Bereich, das dann mehr der Herzensangelegenheit entspricht, wie das ständige Abarbeiten von einengenden Strukturen, sage ich mal. Ja, das gönne ich allen. Mit der Wunscherfüllungskarte haben wir hier natürlich auch das Thema, was sind denn die eigentlichen Wünsche? Wo liegt meine Berufung? Wo habe ich ausgedient? Wie möchte ich, dass sich etwas in die Zukunft gestaltet? Und hier haben wir das Thema Unterstützung. Deine Lebensaufgabe versorgt dich. Deshalb ist es auch immer wichtig zu gucken, was kann ich, was sind meine Gaben, wo bin ich fehl am Platz, wo mache ich etwas nur, weil ich es muss. Na. Hier haben wir nochmal die Schule. Also hier wird etwas gelernt oder man gibt etwas weiter. Oder man hat so auch den Wunsch, nochmal etwas Neues mit an Bord zu nehmen. Bildung, Weiterbildung, sowas alles kann das sein. Und guckt euch das jetzt mal an. Hier habe ich das Thema Herzenswünsche. Und ich habe jetzt auch Gänsehaut. Die Engel unterstützen, führen und beschützen dich, während deine Träume Realität werden. Sehr, sehr spannend. Unten habe ich nochmal das Thema Bücher. Du findest deine Lebensaufgabe durch die Beschäftigung mit Büchern. In Büchern kann man ja vieles, ne? Wissen rausholen, man kann selbst ein Buch schreiben, man kann lernen damit, Erfahrungen machen, Erfahrungen auch so an jemanden weitergeben. Also das ist sehr spannend und doch auch sehr realitätsnah, finde ich. Wir schauen mal, was für eine Kraft hier mitgeht noch für das Thema Beruf und Berufung. Es ist ja auch so wichtig, wir verbringen so viel Zeit mit dem Thema Arbeiten gehen. In den letzten 2 Jahren meiner Pflegetätigkeit bin ich auf einem Bein am Krankenbett gestanden, weil ich nicht mehr wusste, wie ich stehen sollte. Ich bin jeden Tag hin. Ne? Ich habe nicht
das Bundesverdienstkreuz dafür gekriegt. Ich hatte Schlafstörungen, ich hatte jeden Morgen musste ich erstmal aufs Klo springen und so weiter. Und ja, der Leidensdruck, der war sehr hoch und ich habe trotzdem weitergemacht, ne, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es irgendwie anders geht. Und ich auch so ausgebrannt war, dass ich jetzt zum Beispiel, um was Neues zu beginnen, nicht auch noch einen Nerv hatte. So ähnlich könnte das hier sein. Guckt mal, hier unten haben wir das Glück mit dem Marienkäfer noch dabei. Ein Wahnsinn, ne? Hier ist es tatsächlich so, dass wir unten auch noch die Biene haben, ne? Die Schicksalswende. Die Biene bringt uns den goldenen Nektar sozusagen. Das Leben hält etwas für uns bereit, was eine glückliche Wende mitbringt und uns auch versorgt. Es geht hier auch um die Dinge, die unsere Grundhaltung im Leben betreffen, ne? Dass wir hier so unsere Werte haben und dass wir auch nicht über unsere Grenzen gehen. Und dass wir halt definieren, wovon hängt unser Glück ab. Ne? Kann ich etwas tun jeden Tag, das mich selbst auch glücklich macht, oder mache ich etwas nur, dass es den äußeren Ausständen entspricht? Und hier kommen Chancen, die sich einem bieten. Möglicherweise sind dazu die Wege ein bisschen ungewöhnlich, aber die sind auf jeden Fall gewinnbringend. Gucken wir, welche Pflanze hier noch mitkommt. Die Mistel. Ja, hier kriegen wir schon mal Gesundheit, Glück und Segen mit. Und es geht darum, dass man hier zu diesem Thema auch die eigene Wahrheit erkennt. Spannend, spannend. Egal in welcher Situation wir hier sind, hier haben, ich glaube, für viele auch schwere Situationen oder Schwierigkeiten. Und hier kommt Hoffnung und Zuversicht, ja. Also hier nicht verzweifeln, wenn irgendetwas nicht so funzt, wie es soll. Und das Herz wieder aufmachen, denn hier tut sich was auf, was sehr tröstliche Energie hat. Die Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst, und sprich deine Wahrheit aus. Vielleicht geht es hier bei vielen auch um das Thema Grenzüberschreitungen, die man so im Beruf erlebt. Es wird ja permanent auf uns zurückgegriffen in aller möglicher Art und Weise, und da auch Nein zu sagen, ist für viele wahrscheinlich schwierig. Erstens, weil sie Angst vor Mangel haben oder vor Konsequenz. Und so geschieht ja oftmals eine ständige Grenzüberschreitung über mehrere Stunden am Tag. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es für viele von uns gilt und dass die Lebensaufgabe einen tragen kann, egal was du kannst oder bereit bist zu tun. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit und es geht weiter mit der Legung für die Liebe. So, hier bin ich wieder. Wir schauen uns das Thema Liebe und Beziehung an, Partnerschaft. Welche Energien sind im Kollektiv hier verfügbar? Das sind mir zu viele. Ja, hier zeigen sich Situationen, die vielleicht so ein bisschen Kummer machen. Für einige sind es auch Situationen, wo man sich doppelt gebunden fühlt.
Das heißt, hier pocht etwas für etwas Neues. Möglicherweise hängt man noch irgendwo drin. Es zeigen sich als Ausgangssituationen so Punkte, wo man auch Kummer hat im Thema Liebe und Beziehung oder Partnerschaft. Mangel. Das erlebe ich auch in der letzten Zeit öfters. Also so, man hatte sich mal verliebt, beispielsweise auch in den Buchungen. Und wo ist die Liebe jetzt geblieben? Oder wann geht ein Kummer, den man auf dem Herzen hat, endlich vorbei? Ja, hier zeigen sich schöne Dinge. Etwas kommt in Bewegung. Etwas aus der Vergangenheit, wo man schon mal gedacht hatte, ah, das ist jetzt aber perfekt oder das hat sich in eine gute Richtung entwickelt, zeigt sich hier in der Mitte aber jetzt als eher nicht so toll. Und wir haben trotz allem hier in der näheren Zeit die Blumen. Ne? Hier wird etwas wieder gut, hier kommen Einladungen, Geschenke, hier kommt Aufblühen wieder. Hier rumort auch vieles im Unterbewusstsein. Ne? Hier sind viele Bewegungen, möglicherweise auch Richtungen. Die Vergangenheit spielt eine Rolle. Das dachte ich mir hier schon, wo die Eulen sind immer auch so Themen, wo man wirklich dieses Kaugummi-Ding hat oder dieses doppelt gebunden sein oder ja, wo sich etwas eben zeigt, das sich wiederholt, auch aus der Vergangenheit. In unserem eigenen Haus liegt der Bär drin. Das heißt für mich aber auch, dass wir überlegen dürfen, wo wir unsere eigene Größe leben, wo wir abhängig sind von anderen, wo das Thema ist, mit wem steht und fällt meine Welt, wo Schattenthemen auch aus dem Umfeld kommen oder eben aus Partnerschaften der Vergangenheit, Elternthemen, hier speziell Vaterthemen. Und hier kommt die Sonne. Wir haben hier gute und schlechte Erfahrungen. Das eine geht nicht ohne das andere. Es gibt kreative Lösungen. Eine Frage auch auf, ja, wie richte ich meine Energie auf irgendetwas, das mir Hoffnung gibt, oder gucke ich immer nur auf das, was mich runterzieht. Man hat hier einen Konflikt. Es geht viel um das Thema Versorgtsein. Möglicherweise spielen hier auch die Finanzen eine Rolle mit, warum man irgendwo bleibt oder warum man nicht unabhängig sein kann. Und wo man in der Zukunft einfach auch mehr für sich einstehen kann. Es gibt hier einen Konflikt, den hat man auch mit sich selbst und seiner eigenen Größe. Nichtsdestotrotz habe ich hier auch so Seelengefährten. Die Fische und das Herz sind immer auch so Themen von Personen, wo man sich besonders da hingezogen fühlt. Und wir haben den Neubeginn. Ne? Wenn wir es jetzt noch ein bisschen weiter deuten, kann es natürlich für den einen auch sein oder anderen, dass wir hier finanzielle Verstrickungen haben wegen Kindern oder mit dem Thema Kind, Kinder, oder aber, dass wir denken oder der Konflikt darin besteht, ja, dass wir einfach nicht unsere Unabhängigkeit leben können, weil es Verpflichtungen gibt. Oder auch solche, wie nennt sich denn das, energetischen Schnüre, die man hat, wo man so ein bisschen dieses Gefühl hat, man kommt von dem Gedanken auf der emotionalen Ebene nicht weg. Ich habe hier sowieso die emotionale Ebene auch dabei, hier, die so ein bisschen mit Mangelgedanken sich befasst, sprich, wo ist es mir zu wenig, wie ist meine Toleranz für ein Gegenüber, wo gebe ich zu viel rein,
wo habe ich auch so meine Ansprüche, was muss jemand mitbringen. Ich glaube, für viele, die hier überhaupt gucken, kommen Leute nicht in Frage, auch wenn sie Single sind, die ihre Seele nicht touchen. Und das Seepferdchen, guckt mal, hier haben wir Yin und Yang mit dabei, ne? Und den Ausgleich, auch hier Sonne und Mond. Und die Karte erinnert uns im Thema Liebe und Beziehungen, dass wir hier auch Mitschöpfer sind, dass die Gefühlswelt bewegt wird und dass sich neue Wege aufzeigen. Das Seepferdchen bringt uns hier auch so eine Balance mit zwischen weiblicher und männlicher Seite, sodass etwas mehr in einen guten Rhythmus kommt, anstatt hier mit aufregender Energie. Hier ist ein Glücksbote für gute Nachrichten. Mit etwas darf Frieden geschlossen werden. Man kann alte Verletzungen heilen. Man trägt nicht diesen Kampf aus zwischen männlich und weiblich, sondern man ergänzt sich. Und man darf sich hier auch beide Seiten angucken, die in einem wohnen. Wie funktionieren die? Gegeneinander, miteinander. Ist da ein gewisser Respekt? Und genau das formt dann nämlich diese Resonanz, die wir hier auch auf das Außen geben. Ne? Einfühlungsvermögen, innere Ruhe und auch Freiheit irgendwo sind hier vorgesehen für die Liebe und die Liebenden. Der Mond, hier haben wir es wieder, ne? Mond vereinigt Gegensätze. Es geht darum, ein Ganzes zu fühlen und nicht die zwei Seiten gegeneinander auszuspielen oder, ja, ich sage mal, nicht zu fühlen oder zu verdrängen, sondern es geht darum, ein Ganzes zu machen aus beiden Seiten. Und hier liegt so eine Art Neugeburt, auch für das Thema Liebe. Spannend. Guckt mal, hier sind mir zwei rausgekommen. Wir haben den Engel der Freude und den Engel des Glücks. Ne? Das ist auch sowas, auf was sind wir ausgerichtet? Wo haben wir alte Enttäuschungen? Wo sind falsche Erwartungen? Wo stehen wir dem Glück auch im Weg? Und ja, dieses, wo nähren wir Kummer, Mangel und sind nicht freudig in unserer Alltagseinstellung dem ganzen Thema gegenüber? Wo ist man nicht beschwingt? Wo fehlt ja auch dieses Brennen für jemanden oder für die Liebe überhaupt? Und ich glaube, ich lasse das jetzt hier auch mal direkt so stehen. Dazu gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und wir hören uns wieder mit dem Thema Leben. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wir schauen jetzt, was das Thema Leben uns sagen möchte. Auf was sollen wir achten? Was sind so Impulse, die uns helfen könnten? Was will in unserem Leben gesehen werden? Ich lege mal den Baum raus, wenn ich ihn heute noch finde. Wir schauen. Ja, das Leben möchte eigentlich, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir Optionen finden, Entscheidungen treffen, Möglichkeiten und Optionen auch nutzen. Und dass wir das, wo wir denken, wir sind in was gefangen oder drehen uns im Kreis, auch beenden können, dass das einfach eine Illusion ist. Ne? Man kann irgendwo einen Schnitt machen, man muss an nichts festkleben und man hat immer Optionen, die man wählen kann. Meistens sich zu entscheiden, etwas zu minimieren, das nicht gut tut. Auch bewusstes Abgrenzen ist hier. Ne? Hier sind viele Verletzungen, die wir im Laufe des Lebens in unseren Körper und unser System und unser Denken mit aufgenommen haben, die manchmal auch
nicht bewegungsfähig machen oder wo man denkt, man hätte keine Wahl. Hier haben wir die Wahl. Und es geht hier vor allem um Dinge, die sich schon so eingenistet haben in uns. Ne? So Themen, die man immer wieder genährt hat, die schon ein Fundament in unserem Unterbewusstsein haben. Und was ich hier auch habe, es geht um Grenzüberschreitungen. Man stellt sich immer vor, man selber hätte kein Glück oder etwas reicht nicht aus. Ne? Man hat vielleicht in der Vergangenheit ja auch schon Entscheidungen getroffen, andere Wege genutzt im kleineren Bereich, auch das Glück empfunden und trotzdem stellt sich hier die Frage, was muss ich noch mit auf den Weg nehmen? Wo kann ich mich minimieren? Wo brauche ich vielleicht statt viel von allem weniger dafür Besseres? Wo wirkt mein Umfeld hier auch sehr stark auf mich ein, sodass ich denke, ich könnte nicht meinen eigenen Weg gehen? Wo vermeide ich auch Entscheidungen, weil ich Zweifel habe, welchen Weg ich gehen soll? Die Liebe stand ja auf dem Kopf oder die Herzensangelegenheiten. Ne? Wo bin ich in Selbstliebe? Wo hänge ich in Situationen auch, wo ich selber nicht ehrlich zu mir bin? Wo verletzte Liebe zum Beispiel auch genährt wird oder so Themen, wo man eigentlich schon genau weiß, das läuft nicht in die richtige Richtung, aber ich traue mich nicht. Es geht auch um alle Themen. Ja, ich sage mal zum Beispiel, ne, wie kann ich mein Leben, das Umfeld, meine berufliche Situation, mein Liebesleben erfüllend haben, mit Wachstum bedacht? Wo brauche ich auch mehr Gleichgewicht in irgendetwas? Wo arbeite ich immer stark, weil mein Umfeld es so will? Wo komme ich auch nicht richtig an, ne? Weil ich mich vielleicht im Umfeld zerstreue? Stress, Unruhe durch Situationen, die mir nicht gut tun, ich sie aber trotzdem nicht auf den Weg bringe. Und wir haben das Außen hier dabei. Hier unten geht ein neues Kapitel auf, das Klarheit bringt, neue Erfahrungen, gute Nachrichten, Nachrichten, die klären, Aussprachen. Und ich habe hier mit dem Außen für die längere Zeit auch, dass es wichtig ist, wie man uns wahrnimmt, wie man uns sieht, ne? Wo man sich zeigt, wo man sich rausnimmt. Und hier darf man schon auch mal einen Cut machen und sagen, hier bin ich nicht richtig, hier möchte ich sein und hier nicht. Hier entscheide ich mich vielleicht auch mal für mich. Und wir haben hier wieder den Feuergeist, der kam diese Woche schon mal. Es geht darum, nicht das Energiefeld zu erschöpfen an Erwartungen vom Außen, von anderen. Es geht auch nicht darum, sich ständig zu verbrennen, innerlich oder auszubrennen, sondern diese Energie wieder aufzufüllen, Dinge zu reparieren, für ein gutes Umfeld zu sorgen, Dinge instand setzen, damit, wenn hier die nächste Energie kommt, wir sie auch gut nutzen können. Und unten haben wir den Hüter des Sommers mit dem Thema Wachstum. Ne? Hier geht es darum, wo bringt das Leben mir meine Früchte ein? Hier haben wir auch Sommer, ne? Die Energie der Sonne, auch eine Energie, die lebensspendend oder Lebensenergie mitbringt für alles, in das wir investieren, ob das jetzt mit Tatkraft ist oder auch in Gedanken. Hier darf man aber auch was tun, ne? Hier muss man sich auf den Weg machen. Hier wird einem das nicht geschenkt oder dargebracht oder hingelegt, sondern man darf sich um das bemühen, was man braucht, um später dann die Früchte zu ernten.
Und wie soll man das jetzt, ne? Wenn man sich so zerstreut, dass man für sich selber nichts übrig hat oder wenn einem irgendwie falsche Dinge nichts Gutes an Energie zurückgeben. Hier hat sich schon wieder der Marienkäfer umgedreht. Den hatten wir doch in irgendeiner Legung schon mal. Tatsächlich auch der Glücksbote wieder. Und hier unten haben wir den Habicht tatsächlich mit dem Thema Lebensenergie. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Es geht darum zu handeln, nicht zu zögern, keine Situationen zu nähren, die eigentlich, wo man auch genau weiß, sie tun mir nicht gut oder sie erschöpfen mich oder laugen mich aus, aber ich mache einfach weiter. Und auch zu denken, mir bringt alles kein Glück, wenn ich etwas in Bewegung setze oder entscheide, ist hier dem Wachstumsprozess irgendwie komplett entgegengesetzt. Die Mistel, die war auch schon mal dabei. Wahrzunehmen, wo etwas nicht in Wahrheit ist, herauszufinden, wie man das, was die eigene Wahrheit für einen darstellt, durchsetzen kann. Und hier natürlich auch Glück und Segen und Vitalität, die die Mistel uns mitgibt. Im Prinzip gibt es ja von jeder Wahrheit immer eine persönliche Option. Es gibt keine universelle Wahrheit, deshalb ist es hier wichtig, dass man weiß, auf welchen Wegen man selber für sich sein Bestes rausholt. Der Sperling. Ich komme in dein Leben und bringe dir Antriebskraft, Genauigkeit und Freiheit. Gehe durch die dunklen Phasen und das Licht macht sich breit. Es wird hell und klar in deinem Leben. Wunderbar. Dann gucken wir, was der Engel noch sagt. Der Engel der Vergebung. Hier geht es um unser eigenes Leben, heißt auch um unsere Vergebung zu uns selbst. Vergebung heißt auch nicht, dass man Fehlverhalten entschuldigt, dass man in seiner Wahrheit, in seiner eigenen so wahrgenommen hat. Es geht auch nicht darum, jemandem Recht zu geben, obwohl man weiß, dass er nicht Recht hat für die eigene Wahrheit, sondern es ist eine Geste, die einen selber friedlich macht und auf Frieden bringt. Es geht darum, hier haben wir die Karte der Verletzung, die hockt bei uns hier im Bewusstsein, sich davon frei zu machen. Und hier kommt somit auch eine große Erleichterung und Befreiung mit. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.